Also am besten, denke ich mal, ist, dass man einfach offen ist und einmal auch ein bisschen den ersten Tag vielleicht auf sich zukommen lässt. Und bei uns war es zum Beispiel so, dass der erste Studientag sowieso von der FH ein bisschen organisiert war mit so Kennenlernaktivitäten zum Beispiel. Genau, und dann vielleicht, wenn man vielleicht einfach eine Gruppe fragt, ob man vielleicht miteinander das Mittagessen gehen will oder sowas am ersten Tag, ich glaube, dann kommt man gleich ganz schnell ins Reden. Am einfachsten würde ich sagen, geht das über die Kleingruppen, die man am Anfang vom Studium eingeteilt wird. Das sind immer so 15 bis 17 Personen, mit denen ist man dann auch in die ganzen Seminare und so weiter beieinander. Und da kommt man eigentlich relativ schnell in Kontakt miteinander, kann sich ein wenig austauschen. Man macht da gerade am Beginn vom Studium meistens so ein wenig Teambuilding, okay, wer ist jetzt wer, was machen die Leute so, was haben sie für Interessen. Und da kommt man eigentlich relativ schnell in Kontakt. Es geht auch, sofern man in Präsenz da ist, relativ gut über den Jahrgang selber, weil man halt dann die Leute im Hörsaal sieht, mit denen quatschen kann, in der Pause mal rausgeht, vielleicht rauchen oder so. Ansonsten gibt es auch immer wieder von der ÖH Angebote wie den Stadtspaziergang letztes Jahr, wo man halt dann auch mit anderen Studierenden aus anderen Jahrgängen zusammenkommt oder auch von anderen Studiengängen. Also ich glaube, es ist gut, wenn man sich mit einer Person einmal gut versteht, mit der Banknachbarin oder dem Banknachbar, und dann schaut man, dass man mehr Leute kennenlernt dadurch. Ja, dass man grundsätzlich auf die Festeln geht und die Studierenden auch immer anspricht und nicht scheu hat, weil es ist für jeden ein neuer Beginn und da freut sich jeder, wenn man irgendwie den ersten Schritt macht und auf Leute zugeht und mit einer spricht. Und auch in der Seminargruppe, dass man dann halt einen Smalltalk anfängt und dann sich schnell einmal Ähnlichkeiten gefunden werden können. Und auch eben durch verschiedene Festel durch die ÖH oder auch für andere Hochschulen. Also da ist eigentlich meine Offenheit wahrscheinlich meine wichtigste Waffe sozusagen. Ich gehe gerne in Kontakt, tausche mich einfach aus mit anderen Studierenden und schaue einfach, ob ich irgendwelche Leute finde mit denselben Interessen wie die meinen sind, und dann läuft das ganz gut. Ja, in erster Linie mal über die eigenen Studienkollegen vom Jahrgang, mit denen hat man mal Kontakt, und dann ja, eigentlich bei uns in Steyr war es auch sehr viel über die Spritzerbar, also wirklich so eher außerhalb der normalen Unterricht. Das sind eigentlich so diese Treffpunkte, oder wo man halt einfach Leute kennenlernt, ein bisschen außerhalb seiner Blasen. Ich finde, es ist relativ leicht gewesen, weil du ja doch so von Anfang an, gleich der erste Tag hatten wir so ein Kennenlernen im großen Kreis noch, und dann aber auch schon in der Kleingruppe, weil ja doch die Gruppen alle so zu ca. 15 Leuten sind. Und da hatten wir auch schon so Kennenlerngespräche eigentlich. Also von den ProfessorInnen angeleitet, dass wir jetzt über Bücher reden sollen, die wir gelesen haben, oder Filme, die wir gerne gesehen haben. Das, was mir am meisten geholfen hat, waren einfach vereinzelt Menschen, die ich im Vorfeld schon kennt habe, wo man halt einfach gleich meinen Namen weiß und man kommt dann super rein. Und nachher, normalerweise gibt es, was mir aufgefallen ist, halt sehr viele so kleinere Gruppenbildungen, und im Endeffekt schaut man halt, dass man da mal in eine reinkommt, und dann ergibt sich das eigentlich. Ich denke, die besten Bindungen ergeben sich eigentlich dann immer im Außerschulischen, sage ich jetzt einmal, beim Fortgehen auf die Nacht, oder man geht einmal wo was essen. So ungefähr. Ja.